Hoi Zämma! Today I have a new video for you guys for the Siegfried here, the planned O-class cruiser. And if you like what I do, as always, help this channel out in giving it a like or subscribe. We're 3 subscribers away from 200, will be really great. And yeah, as usual, history stuff and all this kinda cool things. So we start with the history. The O-class was a planned class of 3 battle cruisers for the Kriegsmarine, German Navy, before World War II, and prompted by the perceived lack in ship numbers when compared with the British Royal Navy. The O-class design was born with the suggestion of modifying the P-class cruiser design with 380mm 15-inch guns instead of 283mm 11.1-inch guns. So the ship here, what you see, is never really completed, but one was how is it called? One was ordered. Thank you. One ship was ordered, and that was the Q one. So they have numbered O, P, and Q. And the Q one was ordered. So the names are just suggestion. Siegfried, the name Brünnhilde was also one what was suggested for that. So yeah. And the ships were compared in the 1939 planned set for the re-equipment and expansion of the Kriegsmarine, while aircraft carrier, H-class battleships, and smaller ships engaged convoy escorts. One or more O-class ships would attack the merchant ships. The O-class design reflected their intent role, a heavy main armament, 6 380mm guns in 3 dual turrets for possible encounters with escorting 203mm 8-inch armored heavy cruisers. Enough armor to defend against the same and nothing more. And a high top speed so that could get away from slower but much better armed capital ships. Although planned and ordered, construction did not progress due to lack of materials and higher priorities for the ship construction. So the higher priorities were the submarines. That was one of the biggest priorities. Sorry, I need a lot of water. Yeah. So that was the planned ones, and yeah, that's all you need to know about history stuff from this ship here. And let's go to the modifications. So the mod as usual, target system mod 1, damage control mod 2, steering gear mod 3, and main battery mod 3, because I like to keep a little bit good dispersion. You don't need really torpedo, flag is already good. You could go full flag because Siegfried's flag is god tier. To be honest, it is a really good flag, and you're gonna see it in the video. Then Siegfried brings unlimited damage party. You have 2 sonars with 3.8 for torpedoes and 5.6 for ships. So you have the typical good German sonar. You have catapult fighter, not changeable into anything, and you have repair party with 347 per second. Your damage control party goes 28 seconds and a reload of nearly 1 minute. I go with my epic booster type 3 just to get a little bit of range and more top speed and stuff, you know. I have the historical camo on it and my Iron Blood flag because Germany. The commander of choice for me is Azur GRAF SPEE, because I just like to keep my Siegfried a little bit more detected and then attack from surprise standings. As always, here beyond range, Ghost, the special skill for SPEE, punch through, fixated, and refill station. You also could go fully pack if you want to have, I don't know, 3 sonars and 3 repair parties, I guess. And you could also go with tank here instead of punch through.
just to get a little bit better armor, but I like to have my punch. Yeah. As inspiration, Francesco Mimbelli for the reload and Azulin Scharnhorst for the dispersion. Yeah. That's about it, the Siegfried here. Yeah. Really great ship if you know what you're doing. You can delete cruisers just in go. You can easily citadel any battleship, just because you have the 380 millimeters and they have a lot of punch. Your secondary armament is okay, I guess, if you go against DDs or something. Torpedoes are greatly protected here, like you can see. Good protection for the torpedoes. The speed is also good, and that's like here. You have 55,000 health. You have armor of 16 to 360 millimeter. Torpedo damage reduction 22%. Your artillery is 3 times 2, 380 millimeter. Firing range of 18.3 kilometer. Keep in mind, with the Type 3 booster, you have a reload of 20.6 seconds. You have a turning cable of 180 degrees of 41.4 seconds. That's a little bit bismo. But your HE alpha damage 4,400, 34% fire chance, and your AP alpha damage, and keep in mind, that's a cruiser with 380s, 12,580 and 28 damage. Secondary armament 7 times 2, 128 millimeter. That's the Z23 guns, dual guns. Firing range 5.2 kilometers. Reload 3.6 seconds. HE the alpha damage 1500 and a fire chance of 5%. Your torpedoes 2 times 4, so each side 4. 533 millimeter, 90 seconds of reload. You have 180 degree turning table of 6 seconds. High damage 13,700 damage. And the torpedo are notable on 1.3 kilometer. And you have a torpedo range of 6 kilometer and 65 knots top speed. Your AA, like I said, got here. There's just 87 Texas, but trust me, you get planes down easily. 12 times 4, 20 millimeter, 72 damage, 2 kilometers. 8 times 2, 55 millimeter, 195 damage, 5 kilometer range. 7 times 2, 128 millimeter, 87 damage and 5.2 kilometer. So that's the secondary battery, you know, the Z23 dual purpose. Maneuverability is 34.5 knots, 880 meters turning table, and a rudder shift of 8.4 seconds. And your turning camo concealment, thank you. Your concealment is 12 kilometer and 6 kilometer by a carrier and 2 kilometer guaranteed. Fire in smoke is 12.5 kilometer. I don't know why you have a worse firing in smoke concealment as if you have a normal concealment, but I guess it's okay. And keep in mind your armor is not there. You just have a 26 bow here. That's all you have. Just 26. Keep that in mind. And if you take that away, there is your citadel. You have a turtleback, sort of, but it's not really noticeable. On the broadside, you easily get citadeled if you do one mistake. Okay, keep that in mind. But against other cruisers, heavy cruisers, what have 203 millimeters, what that ship was intended to be better than those, you have a good armor. You have a really good armor against that. Your deck armor. I have no idea where there. Yeah, your deck armor is 30 millimeter. So yeah, you're gonna eat citadels by AP bombs from Percival, and you're also gonna have really high problems against HE spamming and stuff. So don't forget that. Yeah. Okay. So yeah, that's all about the Siegfried here. Great ship. Really great if you don't have it and you want to have a little bit difference and more fun.
pick it up in the store. 750,000 global, if I'm correct. And you're gonna have fun in that ship. You're gonna have fun. It's something different. Yeah, it's something different. So, yeah. By the way, the Livecoms are German because I was in a party with my German buddy Master Jigsaw 85. He's on Twitch and YouTube. Links in the description. Great buddy, and I think you all know him. He knows the game. He's always on rank 1 everywhere. He's just a great player. And I have fun. I was Siegfried, he was in Missouri. And our other friend, he was in the mines. Together we just rampaged, turned to battle, and it was great. Yeah, so that's for always. So, Nariko out here. Thank you for tuning in, and I'll see you in the next one. See ya. Bye. Das ist ein guter Dude, ja. Me too. Was? Ja, was ist mit ihm? Aaron und Peak waren ja mal im TT-Clan. Wie gesagt, waren mal. TT. Das ist da, wo Wrecked October ist. Die waren mal in dem Clan. Jetzt nicht mehr. Ich halte absolut allgemein nichts von Clan. Aber... Weil momentan hier sowieso keine Clan-Features drin sind, wie zum Beispiel Testräume oder einfach nur Clan-Chat oder irgendwas. Gar nichts. Ich meine, ich würde ja im Clan beitreten, weißt du, wenn hier allgemein mal Clan-Features wären, aber Wargaming macht halt kein Geld mit Clan-Features. Also scheiß auf Clan-Features, es ist halt Wargaming, weißt du. Ich bin ja nicht gegen Clan, aber es soll mal was kommen, weißt du, wie ich meine? Die Mogami könnte jetzt sowas von Deathstrike sein. Sechs Overpens und nur eine Zita. Das hat nicht gut getan. Meinem Ego. Oh, scheiße. Leute, vor mir ist eine Z. So nah ist an. $6K auf die Z. Naja, kein Problem. Meine Secondary und so arbeitet. So nah ist an. Der kann nirgends abhauen. Nice. Nice gemacht. Das haben wir gut gemacht. Mehrheitlich du, Thomas, aber ich habe so nah geliefert. Das ist halt das Ding, ne? Wie Jankonomics zum Beispiel sagt, kaum fährst du in der Missouri, alle wollen die Missouri down haben. Nur weil sie selber diese 30.000 Marken noch nicht haben. Ja, ich glaube, ich habe die Bismarck. Ah! 2 Overpens an der Bismarck. Wie soll das bitte gehen? Ich muss aufpassen, da vorne steht noch eine Iowa. Der Träger, der soll ruhig mich angreifen. Ich habe Flugabwehr. Nice. Mogami.
Willst du jetzt echt so rumfahren? Ja, ich habe 2 Flieger schon runter. Ah, 10 Flieger habe ich schon. Okay. Da ist eine Karre. Leute vergessen immer wieder, dass Siegfried verdammt gute Flak hat. Absolut. Auch mit der Summe, die denken, oh, Japaner, oh, geil, fliege ich mal an. Die Asuma, die ist echt göttlich. Wenn du die auf Flak skillst, ja, der muss echt nah sein. Der ist, glaub, hinter der Insel hier. Wieder 2 Flieger, 3, 4. Du hast auch schon klarer Himmel, hä? Iowa will nach vorne brechen, glaub, oder? Ne, der will beachen. Ja, der muss... Oh. Ja, tut mir leid. Ich habe dich nicht gesehen. Ist meine Schuld, wenn wir jetzt Torps fressen. Da ist die Karga. Ja. Diese deutsche Streuung! Warum? Ah, scheiße, ich muss aufpassen. Iowa. Der... Ja, der beat schon die ganze Zeit da hinten. Karga fährt wieder vorwärts. Ja, ja, der ist raus. Thomas, den hast du, oder? Gut, dann gehen wir mal hier schön zur Iowa. Nice. So, Karga. Hättest du mal deine andere Seite unterstützt, anstatt hier die ganze Zeit deine Flieger zu verschwenden. Ja, Berganzeige geht weg und trotzdem geht alles in einen Berg rein. Karga, was sollte das? Zehntausend in Iowas Arsch. Na, da ist eine Baltimore noch. Da ist noch eine Balti. Ja, Richie kommt. Ja, machen wir die Rishi. Ja, ich habe noch gerade keine Range. Der fährt rückwärts. Jetzt fährt er wieder vorwärts. Okay. Ich glaube, unsere Kansas will nur die Iowa rammen. Rishi hat mich frontal durchschlagen. Ciao. Na, ich wollte nur... Ich sehe die... Ja, die fährt aber hier links ums Eck hier. Ah ne, die hat gebeacht. Schon wieder. Alter, ist der Beachkönig hier oder was? Ja, komm, den hast du. Den hast du. Ich hab nicht bei ihm geguckt, hab gedacht, Dong! Ding dong!
Ciao. Nein, alles ist Wasser. Okay, dann habe ich ihn halt. Noobschutz. Machen wir es halt so, oder? In der Entfernung alles ist Wasser. Danke, Wargaming. Vielen Dank. Ausgespielt, ihr Wichser. Ich will diese Charles haben. Als ob hier jetzt 6 Kugeln in die verdammte Insel gegangen sind. Einer noch für den Kraken. Wer hat einen Kraken? Thomas? Lol. Einer fehlt noch. Ja, der geht jetzt erstmal schön an den Rand der Insel da, ne? Weil er es kann. Nee. Entweder Punkte oder Zeit geht aus. Ich glaube, die Runde lade ich auf YouTube hoch. Sehr gute Runde wieder mit einer Siegfried. Ab und zu macht das Schiffchen doch Spaß. In einer von 10 Fällen. Ich dachte, du hast nur Twitch. Ah, warte. Wir wollen nämlich dieses Jahr den CC-Titel holen. Ich will niemals CC werden für Wargaming, damit ich irgend so ein verdammter scheiß Puppenspieler bin. Nee, danke. Ah! Ich hab's vergessen! Bitte! Okay, gut. Ja, gib ihm. Ich kann hier ein bisschen rumschlängeln. Nützt dem Gegner meinst du überhaupt nichts. Ich glaube, ich habe ihn jetzt so weit unten, dass du ihn wirklich alleine bekommen solltest. Ja. Kumpel. Ich habe nur die 2 Frontgeschützen geschossen. Ich hoffe, das gibt kein Deathstroke hier in seinem Arsch. Ey. Kannst du auch nur Haie schießen, Alberon? Du weißt, du hast auch AP. Schieße nochmal. Dude. Wie der Typ sich da rumschlängelt. Ich glaube, ich habe ihn. Oder nicht? Nein. Komm schon, komm schon. Den hast du. Komm schon, Thomas. Nice. Halleluja. Ich danke euch. Kein Problem. 110.000.